Hey Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Gokus Life. Wie ihr mitbekommen habt, bin ich momentan in meiner nächsten Destination angekommen. In der Folge werde ich euch meinen kleinen Zwischenstopp in Malaysia zeigen, was ich dort alles so erlebt und kennengelernt habe. Kurzer Spoiler, ich war laut einem Doktor, kurze Lebensgefahr und des Weiteren werde ich euch im Schnellverlauf zeigen, was ich alles in Australien das erste Monat so getrieben habe und meinen Weg zu meinem jetzigen Aufenthalt in dem weltweit einzigartigen Untergrund und größten Opaldorf der Welt, Cooper Pedy. Alles wie gewohnt nach dem Intro. Viel Spaß damit! Naja, was soll ich euch erzählen? Schmerzerfüllt, erleichtert und mit einem ziemlichen Hangover nach einer langen Nacht auf der legendären Eden Party habe ich meine Trauminsel für das 4. Mal in meinem Leben leider verlassen müssen und habe einen Zwischenstopp in Kuala Lumpur, Malaysia gemacht. Die ersten 2 Tage habe ich damit verbracht, die Stadt und den Dschungel außerhalb auszuchecken. Nach meiner Dschungelwanderung war es das dann auch schon wieder mit dem Genießen in Malaysia. Warum, werde ich euch nach den Highlights von meinen 2 Tagen gleich erklären. Yo, Bro. Ich dürfte mir noch in Thailand eine der schlimmsten Tropenkrankheiten überhaupt eingefangen haben. Das sogenannte Dengue-Fieber. Ich hatte 2,5 Tage 40 Grad Fieber und konnte mir in meiner Verfassung anfangs nicht einmal eine Rettung oder den Doktor rufen. Mama, Ohren zu halten. Der am 3. Tag kommende Doc hat dann nach meiner Blutanalyse und den Symptomen, die ich ihm geschildert habe, gemeint, dass sehr viele, auch junge Leute, an der Krankheit sterben. Naja, also habe ich leider die nächsten 12 Tage damit verbracht, mich so weit auszukurieren, dass ich flugfähig bin. Beziehungsweise habe ich Daniel und seine Freunde kennengelernt. War unglaublich interessant, wie es ist, in diesem Land aufzuwachsen. Beziehungsweise haben sie mir die positiven und negativen Seiten des Landes geschildert, was leider den Rahmen sprengen würde, näher einzugehen, weil das Video vermutlich dann 1 Stunde dauern wird. Endlich halbwegs fit, ist mein eigentlichen Ziel nichts mehr im Weg gestanden. Die Gold Coast, Australien. Gleich vorweg, Australien war bzw. ist für mich immer noch ein Kulturschock. Negativ sowie positiv, aber da werde ich in den anschließenden Videos noch weiter darauf eingehen. Warum Australien? Der eigentliche Grund für mich ist John Wayne Parr, der vermutlich erfolgreichste Westerner in Sachen Muay Thai und wegen St. Neu. Aber die Story behalte ich erstmal für mich. Leider war John Wayne in den USA für ONE FC eingeladen, aber ich durfte seine Frau und seinen Kids kennenlernen und mit ihnen mittrainieren. Nachdem mir die Gold Coast nicht wirklich sonderlich gut gefallen hat und John leider nicht da war, habe ich mich entschlossen, auf Brisbane zu trampen. Ganz anders war mein Eindruck von Brisbane. Meiner Meinung nach die schönste Stadt, die ich bis jetzt gesehen habe. Brizzy hat einfach so viele verschiedene Facetten. 2032 werden hier die Olympischen Spiele ausgetragen. Deswegen baut Australien mit verschiedensten Projekten die Stadt aus. Man bekommt aber nicht wirklich was mit von den ganzen Bauprojekten, was ich unglaublich finde bei einer 2-Millionen-Stadt. Ah ja, da war ja noch was. Ich habe mich auch mit der Resel auf einen Café getroffen. War schön, sie nach so einer langen Zeit wieder zu sehen. Hoffe, sie findet ihr Glück in Brizzy. Stay away from violence and crime and don't get tricked by the dollar sign. Nobody going like you blind. You got to live. Ansonsten bin ich sehr lange Zeit am Computer gesessen für mein letztes Video und habe die Stadt mit meinen Jungs aus dem Hostel ausgecheckt. Mit unter anderem auch eine öffentliche Kunstausstellung.
Kurz bevor es dann für mich weitergegangen ist, habe ich noch Bronte bei ihren Titelkampf bei Rise Championship unterstützt. Let's go, Bronte, let's go! Danach ist es von Brisbane nach Adelaide gegangen und nach ein paar Tagen habe ich den Entschluss gefasst, von Süden nach Norden zu trampen. Fuck, was für eine Nacht, Alter. Oh mein Gott, ihr könnt sich gar nicht vorstellen, was ich da durchgemacht habe. Aber ich habe es geschafft und bin nach 4 Tagen in Coober Pedy gelandet und bin da stecken geblieben. Let's go! Sawadee-Kap! What's up? What's up? And that's the reason, das ist der Grund, warum ich zu nichts komme, wegen der Burschen da. Zum ersten Mal, seitdem ich die Reise begonnen habe, fühle ich mich wie zu Hause. Die Burschen, by the way meine Chefs, sind selbst in der kurzen Zeit für mich Familie geworden. Was ich so in Coober Pedy mit ihnen treibe, werde ich hoffentlich bald mal in meinen nächsten Videos bringen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer zu Hause.